Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier werde ich so kurz wie möglich über wesentliche Themen der Thermodynamik sprechen, wie isotherme, isobare und isochore Prozesse. Wir schauen uns vor allem die Formeln an, damit ihr sie besser im Kopf behalten könnt und lösen gemeinsam eine Übung. Dann legen wir los. Hier ist nur eine Vorschau darauf, was wir am Ende schon beherrschen sollten. Das machen wir am Ende des Videos noch einmal gemeinsam. Schaut mal, wie viele Punkte es sind. 35 Punkte, das ist schon viel in der Klausur, deshalb müssen wir es gut beherrschen. Hier sehen wir genau die wichtigste Formel. Sie besagt, dass die Änderung der inneren Energie als Summe aus Wärme Q und Arbeit V definiert ist. Und hier dient die Folie als Übersicht darüber, welche Formeln wir am Ende beherrschen müssen. Leider fällt es schwer, den adiabatischen Prozess und seine Formeln in diesem Video zu erklären. Deshalb lassen wir das in einem anderen Video. Auch die Entropie S sollte in ein anderes Video. Wir werden hier nur diese Spalten beherrschen, isotherme, isobar und isochor und außerdem den allgemeinen beliebigen Prozess. Beginnen wir mit dem isothermen Prozess. Wenn die Temperatur konstant ist, was macht man als erstes? Genau, direkt wissen wir, dass die Änderung der inneren Energie gleich 0 ist, weil sie beim idealen Gas nur von der Temperatur abhängt. Auch die Änderung der Enthalpie ist gleich 0, weil sie ebenfalls von der Temperatur abhängt. Dann bleiben Arbeit V und Wärme Q übrig, so sehen die Formeln aus. Um den Logarithmus in der Formel zu verstehen, hier gilt die Formel für einen reversiblen Prozess, also einen Prozess, der wieder zum Ausgangszustand zurückgehen kann. Ich werde das in der nächsten Folie ein bisschen besser und tiefer erklären. Arbeit ist im reversiblen Prozess definiert als Minus-Integral von Druck und TV. Das Minus kommt daher, dass bei einer Volumenzunahme Arbeit vom System verrichtet wird. Deshalb sollte die Arbeit negativ sein. Beim reversiblen Prozess ist hier ein Überblick, damit wir verstehen, woher das Logarithmus kommt. Ich lasse euch kurz Zeit, um es zu lesen. Dann gut, und außerdem bedeutet der Lin, dass wir den Prozess langsam genug betrachten, sodass der Wärmeaustausch mit der Umgebung den Prozess nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Und jetzt der irreversible Prozess, also bei einem irreversiblen Prozess ist es so, es gilt einfach das gleiche Prinzip, aber am Ende kommt kein Lin heraus. Und wenn es gar keinen äußeren Druck gibt, also zum Beispiel bei einer Expansion ins Vakuum, dann ist der äußere Druck gleich 0 und somit auch die Arbeit gleich 0. Dann gehen wir zum isobaren Prozess. Direkt denkt man daran, dass bei konstantem Druck die Wärme gleich der Änderung der Enthalpie ist.
denn so ist die Enthalpie ursprünglich definiert. Es gilt also, Delta H ist gleich QP und dann haben wir hier Cp, das ist die Wärmekapazität bei konstantem Druck. Sie ist zum Beispiel für einatomige ideale Gas gleich 5 geteilt durch 2 mal R. Meistens wird in der Aufgabe gegeben, wie groß Cp ist, also in der Aufgabestellung. Und unten sehen wir die allgemeine Formel der Enthalpie. Hier ist wichtig zu wissen, damit man es nicht verwechselt, für die Enthalpie benutzt man immer Cp. Das macht das Auswendiglernen einfacher, also entweder die Änderung gleich 0, also hier ist nochmal der Überblick, also wir haben gesagt, Enthalpie benutzt man Cp, zum Beispiel entweder hier gleich 0, wie bei isothermen Prozess, oder wie hier bei Isobar Cp, Cp, Cp. Es wird immer so. Und bei der Änderung der inneren Energie ist es entweder ebenfalls gleich 0, wie hier, wie beim isothermen Prozess, oder wir benutzen die gleiche Art von Formel, aber Achtung mit CV. Also auch n mal CV mal dt. Und hier auch, und hier auch. Und das ist wichtig im Kopf zu behalten. Und irgendwie klingt es auch logisch, Delta U ist QV und es ist QP minus Druck Delta V, also nach unserer Definition der Arbeit. Und in B Delta V gibt es eine Beziehung mit nRT, also wie hier, daher minus und es kommt am Ende QV. Und hier nochmal, um zu verstehen, also Cp ist größer als Cv, denn wenn der Druck konstant ist und wir annehmen, dass es immer und immer wärmer wird, muss das Gas zusätzlich Arbeit gegen den äußeren Druck verrichten. Bei konstantem Volumen muss es das nicht. Deshalb ist Cp größer als Cv und zwar um den Betrag R. Dann haben wir das auch geschafft. Bei isobarem Prozess haben wir es geschafft. Gut. Es bleibt nur noch kurz den isochronen Prozess und dann legen wir mit der Übung los. Also, wenn das Volumen konstant ist, dann denkt man direkt daran, es gibt keine Volumenarbeit. Einfach so. Und dann ist automatisch die Änderung der inneren Energie gleich der Wärme bei konstantem Volumen. Diesen Ausdruck kennen wir schon. Und die Enthalpie hat, wie vorher gesagt, einfach mit Cp zu tun. Ich hoffe, es ist verständlich. Jetzt kommen wir zum Übungsteil. Wir müssen diese Aufgabe lösen. Wir haben einmal monoatomige Gas und wir haben die Druck und Temperatur und wir müssen mit A beginnen. Wir haben diese Prozesse. Ich mache es so wie eine Tabelle. Ich mache wie C und B und D und für A und B und C. Und wir machen zum Beispiel für Isotherm. Isotherm bedeutet für A und B ist gleiche Temperatur. Und dann es ist Isobar, Erwärmung.
isobar von B und C. Ich mache so ein Dreieck, damit ich sehe, das ist die gleiche. Und für A und C ist es isochor. Deshalb, Volume ist konstant. Und wir erkennen auch, dass der Druck von A ist kleiner, also beziehungsweise die anderen sind doppelt. Deshalb habe ich zweimal gemacht. Und ich setze einfach die Werte ein. 300 Kelvin haben wir hier und hier 1,5 Bar. Dann die anderen sind 3 Bar. Dann haben wir die Hälfte fast geschafft. Und dann, wir müssen nur die Formel anwenden, damit wir V berechnen können. Wir setzen die Werte ein, umformen und so können wir die Werte von Volumen berechnen. Wir haben es in Liter gemacht und wir setzen hier ein, dann automatisch ist C das gleiche. Dann die nächste ist von B. Wir machen mit demselben Formel und es kommt daraus 8,31. Und wir müssen auch von die andere, die Temperatur berechnen. Wir verwenden auch dieselbe Regel. Wir setzen die Formel ein. Und dann erhalten wir 600 Kelvin. Jetzt mit B, die Skizze. Hier ist BV-Diagramm und hier ist VD-Diagramm, soll das sein. Dann, was beginnen wir? Also zum Beispiel isobare Erwärmung. Ja, isobare Erwärmung ist am einfachsten, denn es ist nur ein Gerade. Und wir müssen jetzt wissen, wo ist B und wo ist C. Dann denken wir zum Beispiel, Erwärmung, etwas wird größer. Deshalb Volumen nimmt zu und so ist B auf linker Seite und C auf rechter Seite. Und dann wir haben isochore Abkühlung. Also es soll gerade sein, vertikal. Und so ist ein Eis zum Beispiel. Dieser Volumen sollte Druck weniger sein, denn die Moleküle bewegen sich langsamer und deshalb es gibt keinen Druck. Und wenn normalerweise Volumen ändert, wird Volumen weniger. Aber es ist sogar, Volumen ändert sich nicht. Und deshalb haben wir C oben und A unten. Und dann verbinden wir die Punkte von A und B. Also isotherme Kompression, also B wird größer, deshalb richtig. Und wir machen die zweite jetzt. Es ist isotherme Kompression. Und Kompression, also V wird weniger, deshalb A oben, B unten. Und machen wir jetzt die isochore Abkühlung. Also C nach A. Temperatur wird weniger. Und bei B und C isobare Erwärmung, Volumen sollte es größer sein, es erwärmt sich. Dann machen wir mit C. Also beginnen wir mit Isotherm. Isotherm kennen wir direkt. Delta Ö ist gleich 0 und Delta H ist gleich 0. Den ersten Schritt haben wir geschafft. Und wir erkennen auch, dass die Wärme ist gleich minus W, minus Arbeit, und die Formel von Arbeit ist das hier. Es ist reversibel. Wir setzen einfach die Werte ein.
VE ist weniger geworden, deshalb 0,5. Am Ende kommt dieser Wert in Joule und Wärme ist einfach minus Arbeit, deshalb ist es dasselbe, aber mit Minusvorzeichen. Jetzt machen wir mit Isobar. Direkt kennen wir, dass Enthalpie ist gleich Wärme. Und wir kennen auch die Delta Ü. Wir haben schon besprochen, dass es mit QV zu tun. Also eine ist mit CB und eine ist mit CV. Und wir haben in der Aufgabenstellung die Felder von CV. Und somit können wir die Feld von CB berechnen, also plus R. Und die Differenz von Temperatur ist 300. Und wir haben das berechnet. Und wir haben noch Arbeit. Arbeit ist minus B Delta V. Es gibt Fehler, Delta V soll das sein. Aber na gut, wir verwenden sowieso die zweite Form, NR Delta T. Und jetzt Isochor. Bei Isochor ist Volumen konstant, deshalb Arbeit ist 0. Und wir haben O und D. O ist mit CV zu tun. Deshalb setzen wir die Werte ein. Und die Wärme ist Delta U, also wenn Arbeit ist 0 ist, dann haben wir nur Wärme übrig und deshalb so ist. Und Enthalpie ist immer mit CP zu tun, aber hier minus 300 ist die Differenz von Temperatur, deshalb so ist, kommt der Wert raus. Und hier ist eine Tabelle für die Zusammenfassung für alle unsere Felder und am Ende sollte Delta U gleich 0 sein und Delta H sollte auch gleich 0 sein. Wir haben es geschafft. Wir haben ungefähr 35 Punkte in der Klausur in der Hand. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video.